Ja, hallo Gemeinde, morgen. So, das Chaos ist beseitigt. Fahrrad habe ich wieder gepackt. Ich gebe jetzt noch eben die Rezeptionskarte ab. Wir haben hier so eine Karte bekommen, damit wir hier alles benutzen können. Hier Dusche und so. Und dann geht es für mich auf die Strecke. Als erstes suche ich mir einen Bäcker und dann erstmal einen Kaffee trinken. Ich melde mich gleich von der Strecke. Das war mein Reich für die Nacht. So, jetzt geht es zum Karte abgeben und dann geht die Reise weiter. Unterwegs zum ersten Bäcker oder Supermarkt. Ich habe das irgendwie eingeplant in die Tour, aber ich weiß jetzt nicht, ab wie viel Kilometer der auftaucht. Schöne Kirche hier in Lippstadt. Na, wonach sieht das aus? Wir machen jetzt ein kleines Quiz. Schreibt das mal unten in die Kommentare, was das jetzt hier sein könnte. Mittlerweile ist es 11 Uhr. Ich habe zwar den Reifen gewechselt, aber beziehungsweise der ist nicht vernünftig reingesprungen in die Felge, also brauchte ich ein Fahrradgeschäft, die einen Kompressor haben. Das musste ich mir dann suchen. Die haben das dann unentgeltlich netterweise gemacht. Ich blende mal unten hier den Fahrradladen rein. Die haben mir geholfen. Jetzt ist das alles wieder gerichtet. Und jetzt geht's weiter. Tja, kurze Trinkpause hier irgendwo in der Pampa an so einem schönen Tümpel. Ich hatte gerade eine nette Begegnung. Ich habe ein älteres Ehepaar überholt. Ja, überholt. Sprich, die hatten keine E-Bikes und haben natürlich meine tiefsten Glückwünsche bekommen und wir sind kurz ins Gespräch gekommen. Die haben dann gesagt, solange es noch geht, fahren wir dann auch ohne E-Bike, was ich sehr toll fand. Das war jetzt genug Päuschen. Ich habe mal eben das Trikot geswitcht. Jetzt geht's weiter.
Kühe sind immer gut und müssen auf jedes Video. Hey, Schnitzel, komm mal her. Schnitzel, komm mal schnell. Du bist noch besser, ne? Hey. So, ihr beiden. Ich hoffe nicht bis bald. Macht's gut. Tschüss, Kühe. Tschüss. Naja, der Weg ist ja nicht so der Hammer. Überall hier diese... Hui! Alter. Hier bei Metzger in Ruhestadt habe ich mir Frikadellenbrötchen geholt und einen Metzomix. Jetzt suche ich mir einen schönen Platz und dann ist Mittagspause. Da habe ich doch wirklich ein lauschiges Plätzchen gefunden. So. Aber mal gucken. Wie immer Zucker. Ein Frikadellenbrötchen vom Metzger. Das werde ich mir mal schmecken lassen. Mahlzeit. Da ist wieder der Fahrradschummelclub. Übrigens am Datteln-Hamm-Kanal, falls ihr euch fragt, was für ein Gewässer das hier an der Seite ist. Ja, ist der Datteln-Hamm-Kanal. Ich fahre jetzt Richtung Aalen in Westfalen. Da wieder der gute alte Datteln-Hamm-Kanal. Sehr schön sieht das hier aus. Sehr schöner Weg geht hier lang. Ja, was will man mehr, ja? Herrlich. Immer noch Kanal.
und geradeaus ewig lang. Hamm habe ich jetzt hinter mir gelassen. Schauen wir mal die Dinge, die da jetzt vor mir liegen. Ich jetzt langsam Berne. Der Rewe war super. Heute Abend gibt es Tortellini und wichtig ist ganz viel Radler. Das habe ich mir auch verdient heute. Weil wenn ich nachher ankomme, habe ich so ungefähr 110 Kilometer und das ist ja schon mal ein bisschen. Also zumindest für mich. Auch wenn man den Berg mal hochschiebt, ist das gar nicht schlimm, weil man kann ja anhalten und sich erstmal ein kleines Schlückchen Radler gönnen. Und weiter geht's. Kurz vor Ende gibt es noch mal richtig auf den Arsch. Geht jetzt nur noch eigentlich hoch. Dann kurz runter und dann wieder richtig lang hoch. Oh Mann, aber ihr wisst ja, ne? Stehen bleiben, Schlückchen. Und weiter geht's. Und sogar mit Licht. Oma örgelt ja mal eben locker den Berg hoch. Ja, ich krieg schon wieder einen Anfall. Wie macht die das nur, dass die so schnell den Berg hochkommt? Ja, leck mich doch am Ärmel, ey. Nächste Kurve, nächster Berg. Kotze. Andere rollen, ich lauf in Selm ein. Salm, Kreis Unna. Ich darf auch mal runterfahren, heya, heya, ho. Ich fahr auch mal runter, tralleralala. Na, es wird auch mal Zeit. Ist doch die Laune gleich viel besser. Heya, heya, heya. Ich reite in den Sonnenuntergang. Heidewitzka, tralala. Ich reite in den Sonnenuntergang, Hallahi, Hallaho. So, ich bin kurz vom Ziel. Es kann nicht mehr weit sein. Ich bin wirklich voll im Eimer. Aber ein bisschen Ruhrpott-Romantik wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Schaut mal. Das ist ja wohl prima, oder? Komm noch einmal so zurück, weil es so schön war. Herrlich. So, auf geht's auf die letzten Kilometer. Oh, ich freue mich auf eine Dusche und auf was zu essen und aufs Bier. Gemeinde, ich hab's geschafft. Herzlich willkommen am Mühlenbach, Gaststätte und Camping. Jawohl, in Datteln. Ole, 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 ole. 110 Kilometer. Ole, ole, ole. Was für ein feines Fleckchen. Ganz für mich alleine, schön eingezäunt. Eine Parzelle für mich. Ja, da können wir es ja hier mal krachen lassen.
Der Tempel steht. Das Wasser kocht fast. Vorspeise gibt es erstmal ein Cappuccino. Danach gibt es ein Tortellini. Na, würde ich doch mal sagen, das kann sich doch sehen lassen. Ja, ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal. Ich meine, falsch machen kann man nichts. Ist ja nur aufwärmen. Alles klar. Ich hau mal weiter rein und vielleicht sehen wir uns später, weil gestern habe ich ja auch nichts mehr erzählt, weil ich bin einfach irgendwann mal eingepennt. Vielleicht kommt noch was. Wenn nicht, sehen wir uns morgen. Ich wünsche euch was. Guten